Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder alle mit dabei seid. Heute besuche ich das Schloss Kuckucksstein. Um 930 entstand hier unter Heinrich I. die erste Burganlage. Urkundlich erwähnt wurde die Burg zum ersten Mal unter Günther und Heinrich von Bünau. Aber auch die Familie von Carlowitz spielte eine große Rolle. Und diese wunderschönen Räumlichkeiten möchte ich euch jetzt etwas genauer vorstellen. Das Schloss Kuckucksstein erhebt sich malerisch auf einem Felsvorsprung über dem Flusstal der Seidewitz und der kleinsten Stadt Sachsens, Liebstadt. Die burgartige Schlossanlage zählt zu den bedeutendsten Denkmälern der Region. Seinen Anfang findet die Geschichte um diesen Ort bereits im 10. Jahrhundert. Es wird vermutet, dass Heinrich I., der erste deutsche König und große Städteerbauer, eine Burg zur Grenzsicherung und zum Schutz der Handelswege aus dem Elbtal über das Erzgebirge nach Böhmen errichten ließ. Zusammen mit den umliegenden Burgen Lauenstein, Bärenstein und Wesenstein bildete Kuckucksstein eine bedeutende Befestigungslinie im sächsisch-böhmischen Grenzgebiet gegen die Hussiten. Durch die Donaische Fehde 1402 und die Hussiteneinfälle um 1429 wurde die ursprüngliche Burg fast komplett zerstört. Die Burggrafen von Dohna gingen gegen den Markgrafen von Meißen, damals Wilhelm I. von Meißen, unter. Ihre Besitztümer in der Burggrafschaft Dohna verloren sie gänzlich. Über eine Schlosstreppe erreicht man über eine Zugbrücke das eigentliche Schloss. Bereits seit dem 16. Jahrhundert galt eine Zugbrücke als fester Bestandteil der Schlossanlage und ermöglichte den Zugang über den Schlossgraben. Die heutige Zugbrücke stammt aber aus jüngerer Zeit. Sie wurde zusammen mit dem Torvorwerk auf der Zugangstreppe erst im Jahr 1795 errichtet. Die Brüder von Bünau wurden mit der Belehnung für ihre militärischen Verdienste für den Markgrafen unter anderem mit Schloss Wesenstein und Liebstadt belohnt. Mit dem Wiederaufbau durch Günther und Heinrich von Bünau ab dem Jahr 1453 entstand das Schloss auf den Grundmauern im Stile des Baumeisters Arnold von Westphalen. Der Bergfried, das Torhaus und ein Verbindungsbau umschließen den ersten kleinen Innenhof. Er bildet heute ein harmonisches Zusammenspiel dreier unterschiedlicher Baustile vom 15. bis in das 20. Jahrhundert. So befindet sich oberhalb des Rundbogenportals ein gotisches Vorhangbogenfenster. Es stammt aus dem 15. Jahrhundert und verkörpert damit die älteste Zeitschicht des Innenhofes. Der breite graue Rahmen des Fensters hebt dieses deutlich von der Fassade ab. Zwei Bogenlinien, die das Fenster nach oben begrenzen, erwecken beim Betrachter den Eindruck eines zur Seite gerafften Vorhanges. Daher der Name Vorhangbogenfenster. Von einer jüngeren Bauphase zeugen die beiden gegenüberliegenden Türen, welche mit Gewänden aus der Zeit um 1800 verziert sind. Ihre Bogenform ist typisch für den damals sehr beliebten neogotischen Stil. Eine Rückbesinnung auf die mittelalterlichen Formen der Gotik. Diese neugotische Umformung erfolgte unter dem Besitzer Karl Adolf von Carlowitz. Die mächtig wirkende Holzgalerie prägt optisch den kleinen Innenhof. Diese wurde 1906 im romantischen altdeutschen Stil errichtet. Über einen schmalen Durchgang gelangt man in den großen Innenhof, der von Tafelhaus, dem Hauptgebäude, dem Wasserhaus und dem Küchengebäude mit Wehrgang gebildet wird. Er ist das Zentrum des Schlosses. In dem Tafelhaus speisten einst die Schlossherren und ihre Gesellschaft.
Mächtige, hölzerne Hirschgeweihe als Jagdtrophäen sieht man an dem Küchengebäude. Eine vorgelagerte Treppenanlage führt in die erste Etage. Hier betritt man den Bereich der alten Kernburg, die sogenannte zentrale Halle. Dieser Raum bietet einen Einblick in die verschiedensten Zeitschichten, vom Mittelalter bis in die Gegenwart. Unterhalb des Fensters sieht man die Überreste der zerstörten mittelalterlichen Burg, die als Grundmauern des heutigen Schlosses dienen. Darüber entdeckt man 3 schwarz hinterlegte Fensterscheiben. Hierbei handelt es sich um alte Originalfenster und Zeitzeugen der Anwesenheit Napoleons im Jahr 1813. Deutlich sind die eingravierten französischen Schriftzüge zu sehen, die napoleonische Soldaten während ihres Aufenthaltes in Lippstadt mit ihren Diamantringen einritzten. Die Ofenplatte am Kamin stammt von einem Pirnaer Meister. Im Hintergrund ist das Stadtbild von Pirna zu erkennen. Gestaltet wurde es nach dem Motiv Susanna und die beiden Alten. Von diesem Raum führt ein Geheimgang ins Napoleonzimmer im Obergeschoss. Durch eine Falltür über die Holzstiege gelangte man an ein hier befindliches schwenkbares Bücherregalteil. Von der gotischen Halle gleich nebenan führte der Geheimgang durch einen steil abwärts verlaufenden Tunnel zum Rittergut, welches direkt vor dem Schloss lag. Um 1910 wurde der Gang zugeschüttet und vermauert. Karl Adolf von Carlowitz wurde schon früh auf den Militärdienst vorbereitet. Nach einer gründlichen Ausbildung durch Hauslehrer kam er zu dem sächsischen Regiment Kurfürst. Nach dem Pariser Frieden wurde Carlowitz vom Zaren nach Paris gerufen und ging anschließend mit diesem nach Wien. Er hatte ein gutes Verhältnis zum preußischen Minister von Stein und konnte so zwischen den Preußen und Russen vermitteln. Noch während des Wiener Kongresses wechselte Carlowitz am 17. April 1815 in preußische Dienste und erhielt vom Zaren den Orden der Heiligen Anna. Carlowitz war ab 1804 Mitglied der Dresdner Freimaurerloge zu den 3 Schwertern und wahren Freunden und machte Schloss Kuckuckstein zu einem Treffpunkt für Freimaurer. Er förderte Schriftsteller wie zum Beispiel Novalis und den Dichter Heinrich von Kleist. Von der zentralen Halle führt eine Steintreppe in das ehemalige Arbeits- und Bibliothekszimmer von Karl Adolf von Carlowitz. Hier bewahrte der Schlossherr seine literarischen Schätze auf. Eindrucksvoll sind die frühromantischen Wand- und Deckenmalereien. Scheinarchitekturen wie gemalte Säulen und Fensteröffnungen schaffen eine illusionistische Vergrößerung des Raumes. Das Gewölbe ist mit rankendem Eichenlaub verziert. Es ist der alte, geheime Freimaurerlogentempel, der um 1800 hier von Carlowitz errichtet wurde und dessen Eingang sich hinter einer großen Bücherwand verbarg. Es ist der Ort der Zusammenkunft für die Dresdner Loge zu den 3 Schwertern gewesen. Am Gewölbe zeigen sich flammende 7-sternige Sternenbilder. Die Zahl 7 spielt in der Freimaurerei eine wichtige Rolle. Der Logenraum ist in seiner Symbolik ausdeutbar und im Sinne des Mikrokosmos der Freimaurerei gestaltet. Dazu gehören Sonne und Mond, der flammende Stern, 7-sternige Sternbilder, Fenster, Säulen und weitere Malereien.
Meister der Alten Loge war unter anderem Christian Gottfried Körner, der große Freund und Förderer Friedrich Schillers. Der zweite Raum dient der Tafelloge, einem besonderen Zeremoniell innerhalb der Logenarbeit und den Feierlogen, geselligen Abenden, an denen auch die Frauen der Freimaurer teilnehmen dürfen. Geschichte, Grundsätze und Zweck der Freimaurer sind kein Geheimnis. Verboten ist, Zeichengriffe und Worte, die zur wechselseitigen Erkennung dienen, Rituale und Gebräuche sowie die inneren Ordensangelegenheiten zu verraten. Die Freimaurerei ist keine geheime, sondern eine verschwiegene Gesellschaft. Von der zentralen Halle aus betritt man den gotischen Saal. Der aus der Zeit zwischen 1406 und 1500 stammende Raum ist gekennzeichnet durch seine massive Holzbalkendecke und große Vorhangbogenfenster. Unter der Sammelleidenschaft von Karl Adolf von Carlowitz entstand eine der kostbarsten und umfangreichsten Privatbibliotheken Sachsens. Der Bestand der einstigen Schlossbibliothek war beeindruckend. Neben Lektüren aus den Bereichen wie Geschichte, Architektur, Naturwissenschaft oder Botanik barg die Bibliothek auch ganz besondere Schätze. Darunter die Erstausgabe der Memoiren von Giacomo Casanova oder eine aus der Zeit von Wolfgang Amadeus Mozart stammendes Libretto der Oper Die Zauberflöte. Carlowitz war Förderer großer Persönlichkeiten. Er unterstützte Heinrich von Kleist während seines 3-jährigen Aufenthaltes in Dresden finanziell und verlieh ihm für sein Kunstjournal Phoebus Verlagsprivilegien in Lippstadt. Dies ermöglichte dem Dichter die Herausgabe seiner Zeitschrift in Dresden und die ersten Veröffentlichungen seiner Texte darin im Jahr 1808. Ohne die Unterstützung Carlowitz für Kleists Werke würden wir diese heute wahrscheinlich nicht zu den literarischen Nationalerbe rechnen können. Im Herbst 1813 war das sächsisch-böhmische Grenzgebiet aufgrund seiner geografischen Lage der Ort erbarmungsloser Kämpfe Napoleons gegen die feindliche Allianz, die Verbündeten Preußen, Russland und Österreich. Truppen von gewaltigem Ausmarsch marschierten auf, durchquerten die Region. Es war der 9. September 1813, als sich Napoleon nach einem militärischen Vormarsch der französischen Truppen Richtung Böhmen zum Quartier auf Schloss Kuckuckstein zurückzog. Seine Streitmacht zählte noch über 400.000 Franzosen. Sie lagerten in Lippstadt und seiner Umgebung. Napoleon steht in diesem Raum in der Wärme des Kamins und findet dennoch keine Ruhe. Unentwegt schmiedet er Pläne eines neuen Angriffs. Es ist überliefert, dass sich Napoleon während seines kurzen Aufenthaltes auf Kuckuckstein mehrere Stunden in der umfassenden Schlossbibliothek aufhielt und entgegen seiner nächstgefassten Absicht, das Schloss niederzubrennen, sich unter dem mächtigen Eindruck der Bücher und Versammlung des Geistes an diesem Ort schließlich doch dagegen entschied. Karl Adolf von Carlowitz setzte sich aktiv gegen die napoleonische Besetzung zur Wehr, denn er empfand die seit 1806 andauernde Knechtschaft Sachsens als Schande. Carlowitz führte das Banner der Freiwilligen Sachsen an. Somit war Kuckuckstein das Hauptquartier der Befreiungskriege 1813 in Sachsen.
Im einstigen Schlafzimmer Napoleons befindet sich neben dem Kamin eine geheime Falltür. Eine Treppe führt direkt von dort in die zentrale Halle, die Empfangshalle im Erdgeschoss. Die Falltür war ein entscheidender Grund für Napoleon, dieses Zimmer zu beziehen, denn es bot bei drohender Gefahr die Möglichkeit der Flucht. Die Ausstellungsstücke in diesem Raum stehen im engen Zusammenhang zu seinem berühmten Besucher. Hier befindet man sich im Vorraum des Rittersaals. Die Ausstellungsstücke an den Wänden sind dem sächsischen Bauernaufstand Ende des 18. Jahrhunderts gewidmet. Es war ein Krieg der einfachen Landbevölkerung, in dem aber auch Karl Adolf von Carlowitz Einfluss ausübte. Im Jahr 1790 wurde das Land von einer schweren Dürre heimgesucht. Von den schwierigen Lebensbedingungen gezeichnet, entfachten in der Landbevölkerung Unruhen, die unter dem Einfluss von Christian Benjamin Geisler ihren Höhepunkt fanden. Er plante mit mehreren tausend Bauern einen Protestmarsch in das bei Dresden gelegene Schloss Pillnitz, um beim Kurfürsten eine Besserung der Lage zu erwirken. Zum Aufmarsch ist es nie gekommen. Sein Plan wurde verraten, Geisler verhaftet und zu einer lebenslänglichen Zuchthausstrafe verurteilt. Karl Adolf von Carlowitz kämpfte für die Begnadigung Geislers. Er schrieb einen Brief an den Direktor des Zuchthauses Torgau und erwirkte so die Aufhebung der Polizeiaufsicht in Liebstadt und seine Freilassung. Der Rittersaal befindet sich im Turm von Schloss Kuckuckstein und er ist einer der imposantesten Räume der Schlossanlage. Er entstand von 1886 bis 1889 im Stil der neugotischen Burgenromantik, der sich durch gotische Formen sowie mystische Ausstrahlung auszeichnet. Gut zu erkennen ist dies an den dunklen Holzdekorationen und den floralen Wand- und Deckenbemalungen. Ein besonderes Schmuckstück des Rittersaales ist der große Sandsteinkamin. Freistehende Säulen und ein prächtiges Wappenrelief spiegeln den Stil der mittelalterlichen Schlossgotik wider. In den Kaminschacht ist ein lateinischer Schriftzug gefasst. Für die Tapferkeit ist kein Weg umgangbar, übersetzt. Es ist das Familienmotto derer von Carlowitz. Ursprünglich war der Saal ein Repräsentationsraum mit einer großen Tafel. Daneben war der Raum aber auch magische Kulisse für Märchenfilme oder Drehort für die Fernsehzaubershow Zauber auf Schloss Kuckuckstein mit Peter Kersten. Nun möchte ich mich ganz herzlich von euch verabschieden. Ihr habt die wunderschönen Räumlichkeiten gesehen, viel über die Geschichte des Schlosses erfahren. Hat euch das Video gefallen, dann würde ich mich wieder sehr über einen Daumen hoch freuen. Und wollt ihr nie wieder ein wunderschönes Schlösser- und Burgenvideo verpassen, dann abonniert am besten gleich den Kanal. Ich sag dann schon einmal Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!